Kein Suchen, kein Anstehen an der Kasse, kein Tütenschleppen. Stattdessen per Mausklick bestellen, 3 Stunden später wird geliefert. Das verspricht seit März im Rhein-Main-Gebiet der Online-Lebensmittelhändler Knusper. Aus insgesamt 9.000 Artikeln können die Kunden wählen. Das Besondere: mindestens 30% des Sortiments stammt von Erzeugern aus der Region. Auf diese Besonderheit ist Chefeinkäufer Jan Gerlach besonders stolz. Wir haben ein großes, breites Sortiment und nicht nur ein normales Supermarktsortiment, sondern eben ganz viele Artikel von regionalen Herstellern, regionalen Bauern, regionalen Metzgern, Bäckern. Dieser regionale Bezug, der ist uns ganz wichtig. Wir wollen ganz besonders kleine Betriebe aus der Region unterstützen, weil die unseren Kunden auch die besten und frischesten Produkte liefern. Ob das die Kunden überzeugt? Die Verbraucher in Deutschland kaufen gerne im Internet ein. Wenn es um Mode oder Elektronik geht, gehören sie zu den Vorreitern in Europa. Bei Lebensmitteln aber bilden sie das Schlusslicht. Hier halten die meisten den Händlern vor Ort die Treue. Warum? Ich würde es nicht übers Internet kaufen. Ich möchte einfach sehen, was ich für mein Geld bekomme. Ich bin auch der Meinung, vielleicht ist es doch etwas teurer. Und es gibt diese Discounterware nicht. Trotz aller Skepsis, der Markt für Lebensmittellieferdienste wächst rasant. Lag der Umsatz 2014 noch bei 618 Millionen Euro, waren es 2021 3,3 Milliarden Euro. Lieferdienste wie Rewe, Bringmeister, GetNow.de, Picknick oder Edeka24. Sie alle wollen ein Stück von diesem Kuchen abbekommen. Doch die Geschäftsmodelle der Lebensmittellieferdienste führen oft zum Totalverlust, warnt Otto Strecker, Experte für Lebensmittelmarketing an der Universität Bonn. Wenn man dann in die Bilanzen von solchen Supermärkten guckt, dann sind das ganz, ganz schmale Umsatzrenditen, mit denen da gearbeitet wird. Und wir wissen, das Geld wird im Einkauf verdient. Das heißt, ich muss unglaublich groß sein, unglaubliche Mengen im Einkauf bewegen, um zu attraktiven Konditionen einkaufen zu können. Noch aber ist der Online-Markt winzig klein. Gemessen am Gesamtumsatz, der im Lebensmitteleinzelhandel bei 149 Milliarden Euro liegt, liegt der Marktanteil im Online-Bereich bei gerade mal 1,6%. Ein Grund, warum die Deutschen lieber in die Geschäfte rennen: die Dichte an Lebensmittelläden ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. 88% der Bevölkerung erreichen den nächsten Supermarkt oder Discounter innerhalb von 5 Minuten mit dem Auto. Nur auf dem Land, da sind die Wege weiter. Da, wo ich es vielleicht bräuchte, weil ich auf dem platten Land im Westerwald oder sonst wo wohne, da wird es natürlich nicht angeboten, weil ich einfach nicht auf die kritische Masse so innerhalb eines vernünftigen Radius komme. Und das ist so ein bisschen das Dilemma bei der Entwicklung dieser Geschäftsmodelle. Da, wo es eine echte Nachfrage gibt, da wird es nicht angeboten. Und da, wo es angeboten wird, braucht man es nicht wirklich. Obwohl auch Knusper aktuell im Ballungsgebiet zwischen Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt unterwegs ist der Experte von diesem Konzept überzeugt. Denn im Sortiment finden wir viele Produkte aus der Region. Diese Karotten wachsen nur wenige Kilometer entfernt auf diesen Feldern. Für höchste Qualität steht Landwirt Reinheimer mit seinem Namen. Der Kunde, der daheim den Kühlschrank aufmacht, muss sehen, das ist vom Reinheimer oder das ist nicht vom Reinheimer. Und deswegen, sagen wir mal, ist für uns die Anonymität nicht rentabel. Wir wissen, was wir brauchen, um das zu erzeugen, und das muss es dann kosten. Und wie schlägt sich das auf den Preis nieder? Wir haben 3-mal identische Produkte eingekauft. Bei Rewe, Rewe Online und Knusper. Bei Rewe gab es die Tomatensoße, die Schokolade und den Kaffee im Sonderangebot. Bei Rewe Online und Knusper nicht. Dafür kommen bei Knusper Eier und Fleisch direkt aus der Region. Bei Rewe bezahlen wir 24 €, bei Rewe Online 26,94 € und bei Knusper 27,76 €. Trotz der fehlenden Sonderangebote, für die viele Woche für Woche in die Supermärkte rennen, Knusper hat, was andere nicht haben. Was ich an Knusper aber interessant finde, ist, dass die das wirklich ein bisschen variieren auch. Es gibt da eben eine Reihe von regionalen Produkten. Das ist interessant.
macht natürlich die Beschaffung auch aufwendig, aber es macht das Sortiment interessant, weil es das besonders macht und es ist dann eben nicht das gleiche Sortiment, wie ich es auch im Supermarkt finde. Jan Gerlach ist sicher, der Online-Lebensmittelmarkt hat eine große Zukunft vor sich. Vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren haben wir alle noch gesagt, nein, Bekleidung online kaufen, das funktioniert doch nicht, die Sachen musst du anprobieren. Und inzwischen ist das völlig normal und der Markt hat sich wahnsinnig verändert und hat inzwischen ungefähr 40% Online-Anteil. Und bei Lebensmitteln sehen wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Kunden müssen sich daran gewöhnen, sie müssen lernen, dass sie uns vertrauen können, dass wir eine ganz strenge Qualitätskontrolle haben. Auf dem Markt der Lebensmittellieferdienste ist viel Bewegung. Wer jetzt langfristig Fuß fassen will, muss ein besonderes Konzept haben, das sich vom normalen Supermarkt abhebt.